Aus unseren aktuellen Analysen von Dokumenten der Zuckerindustrie geht hervor, dass die Industrie in den 60er und 70er Jahren ein Forschungsprogramm unterstützt hat, welches erfolgreich Zweifel hinsichtlich der Gefahren von Zucker säte, während Fett als ernährungsbedingter Übeltäter für Herz-Kreislauf-Erkrankungen in Szene gesetzt wurde. Und ich möchte hier einen Verweis machen zum Kongress 2016, wo wir über diese Fettthematik gesprochen haben, über die Cholesterinthematik. Das hängt da sehr stark zusammen. Die Zuckerindustrie hat sogar die Möglichkeit genutzt, dass Fett so lange schlecht gemacht wurde in unserer Ernährung, um sich selber quasi aus dem Rampenlicht zu nehmen. Und das wird hier auch beschrieben in dieser Forschungsarbeit. Also wir haben es hier einmal mehr mit einer mächtigen Industrie zu tun. Und wenn wir davon sprechen, dass wir vor 200 Jahren ungefähr 2 bis 3 Kilo gegessen haben und heute von 40 Kilo oder 50 Kilo sprechen, dann muss uns das halt eben zu denken geben. Ich möchte hier auf ein paar Krankheitsbilder eingehen, die damit eben verbunden sein können. Zucker und Diabetes, das haben wir eigentlich schon uns angeschaut, aber Sie sehen die Zahlen hier aus der Schweiz, die sind eindrücklich, die haben sich in kurzer Zeit dramatisch verändert. Die Zahl der Diabeteskranken in der Schweiz nimmt enorm zu. Und wir wissen heute, dass zum Beispiel eine Demenzerkrankung, eine rheumatische Erkrankung, eine allergische Erkrankung, eine Immunsystemerkrankung in der Regel immer entzündungsbedingt ist, über den Darm, über den hohen Blutzuckerspiegel. Und je höher dieser Blutzuckerspiegel und der Insulinspiegel ist, umso höher ist der Entzündungswert im Körper. 80% aller Menschen mit Alzheimer leiden an Insulinresistenz oder Typ-2-Diabetes. Ist für mich eine ganz klare Verbindung von diesen zwei Dingen, Blutzucker, Zuckerkonsum und diese neurologischen Degenerationen, die man nicht mehr einfach so hinwegreden kann. Und hier habe ich eine Aussage gefunden von Professor Roy Taylor, ein Stoffwechselspezialist. Er sagt, wir konnten in unseren Studien zeigen, dass eine Umkehr des Diabetes möglich ist, selbst wenn man schon 10 Jahre unter der Krankheit leidet. Auch wenn man noch länger betroffen ist, sollte man die Hoffnung nicht aufgeben. Eine wesentliche Verbesserung der Blutzuckerkontrolle ist möglich. Und hier haben wir noch diese Grafik, die zeigt, die Insulinresistenz, dieser Zustand, führt irgendwann zum sogenannten metabolischen Syndrom. Eine Mischung aus hoher Blutzucker, Übergewicht, Bluthochdruck und hohe Blutfette. Und jetzt schauen Sie mal, wie viele Menschen in unserer Gesellschaft genau an dieser Thematik leiden und jede Menge Medikamente bekommen, um ihren Blutdruck zu senken, um das Cholesterin vielleicht zu senken und so weiter. Und wenn 3 von 4 von diesen Krankheitsbildern vorhanden sind, dann spricht man von einem metabolischen Syndrom, was dann in der Regel dazu führt, dass irgendwann diese Zivilisationserkrankungen hier diagnostiziert werden. Ich habe hier eine Grafik gefunden, die zeigt, der Fleisch- und Gemüse- und Zuckerkonsum über 30 Jahre, wie sich das entwickelt hat. Der Fleischkonsum in diesen 30 Jahren von 1982 bis 2012 ist rund um ein Drittel von 30% auf 20% Anteil in der Ernährung gesunken. Der Gemüsekonsum ist ziemlich genau gleich geblieben in diesen 30 Jahren. Was hat sich dann geändert? Beim Zuckerkonsum und bei den verarbeiteten Nahrungsmitteln sieht es so aus, dass sich dieser Wert verdoppelt hat. Also da ist der größte Sprung passiert. Die American Heart Association empfiehlt uns, dass wir pro Tag ungefähr 6 bis 9 Teelöffel Zucker essen sollten, höchstens. Die WHO-Empfehlungen sind bei 6 bis 12 Teelöffel. 6 bis 12 Teelöffel, das wären maximal 50 Gramm Zucker pro Tag. Wir werden dann sehen, wie hoch wir tatsächlich kommen. 2 Drittel des Zuckers, den wir konsumieren, ist versteckt in Fertigprodukten. Wichtige Erkenntnis. Tatsächlich ist es so, wenn Sie irgendwo auf einer Packung, wenn Sie etwas kaufen und auf einer Packung den Namen Zucker lesen, geht es grundsätzlich immer um diese Saccharose hier. Das ist unser Haushaltszucker, der weiße, raffinierte Zucker. Und nur dieser Haushaltszucker muss als Zucker
deklariert werden, zumindest in Europa. Das heißt, wenn vielleicht noch jede Menge Fruchtpüree beigemischt ist, Fruchtsaftkonzentrat, Maltose, weitere Glucose, dann muss das so nicht deklariert werden. Dann gehen wir hier zu den sogenannten gesunden Smoothies, die Früchtesmoothies. Früchte sind ja gesund, sagt man. Ja. Wenn Sie aber so einen Früchtesmoothie kaufen, in der Regel wird viel Zucker zugesetzt und das kann dann schon mal auf eine kleine Menge, können Sie da auf 17 Würfelzucker kommen. Natürlich inklusive dem Fruchtzucker, der in den Früchten tatsächlich drin ist. Falsche Botschaften in unseren Angaben. Bezeichnungen wie weniger süß sind irreführend. Weniger süß wird oft verglichen mit einem Konkurrenzpräparat. Wenn ich also 10 Gramm weniger Zucker in meine Packung einpacke, kann ich schon draufschreiben, weniger süß. Und das triggert unser Gehirn, wenn wir das kaufen, dass wir sagen, okay, ich nehme lieber das Produkt, das weniger süß ist, das enthält ja weniger Zucker. Weniger süß hat aber nichts mit der Menge zu tun, sondern vielleicht nur mit dem Vergleich mit einem Konkurrenzpräparat.